Herzlich willkommen zu unserer heutigen Visitesendung. Schön, dass Sie da sind. Und ich möchte Ihnen nochmals danken für all diese sehr, sehr interessanten Zuschriften und mich heute mit einem Thema beschäftigen, das ich mehrmals fand, und zwar die Frage nach Narben. Narben sind eigentlich nicht so im Fokus von uns. Die Operationstechniken sind versierter, die Narben werden immer kleiner. Und dennoch können sie mehr auslösen, als wir glauben und denken. Inwiefern eine Narbe ein Störfeld ist, nennt man das, wissen die Neuraltherapeuten. Das sind Kollegen, die extra ausgebildet sind in einer speziellen Injektionstechnik der Neuraltherapie. Narben sind für immer Narben. Sie sehen nicht unbedingt auffällig aus. Es gibt sie, die Keloide, die sehr stark wulstartig dann nach oben neigen, wachsen. Es gibt auch Narben, die sind manchmal livide oder rötlich unterlaufen. Aber im Großen und Ganzen sieht man einer Narbe gar nichts an. Narben aber können blockieren. Und sie können einen ganz wesentlichen Informationsfluss blockieren. Wenn man mehrere Visitesendungen gehört hat, dann spreche ich sehr oft über das, was 5000 Jahre chinesische Medizin geleistet hat. 5000 Jahre gibt es eine Erfahrungsheilkunde. Und das ist eine andere Sichtweise auf die Entwicklung von Erkrankungen, nämlich das Verständnis für die Energieleitbahnen. Die chinesische Medizin spricht von Meridianen. 6 Meridiane an der Frontseite, 6 Meridiane hinten. Das heißt, diese Hauptmeridiane haben energetische Versorgungsaufnahmen. Ohne Energie und ohne diese Information über diese Energieleitbahnen kann unser Körper nicht das Gleiche leisten. Und deshalb muss man immer wissen, dass wir in einer Gesellschaft als Menschen miteinander leben und geben und nehmen. In unserem Körper ist es ganz anders. Jeder bereitet für den anderen vor. Jeder ist doch immer auf den anderen angewiesen. Und so ist der Fluss der Energie über diese Energieleitbahnen Grundvoraussetzung für den Ablauf all dieser Funktionen, die dort stattfinden. Wie arbeitet denn meine Bauchspeicheldrüse? Hat sie vielleicht auch zu wenig Energie? Ist sie ständig in einer Schwäche, weil mein 2,6er Zahn tot ist und diese Energieleitbahn blockiert? Kann ich eine Frau oder kann ich sie gut beraten, wenn sie zum Beispiel einen Brustkrebs entwickelt hat und sie hatte dort eine Störung der Energieleitbahn durch die Schilddrüsennarbe? Was heißt das für ein Rezidiv? Was heißt das eigentlich, wenn eine Energieleitbahn blockiert ist für die anderen Versorgungsaufgaben? Es gibt einen Kollegen in Tübingen, der hat vor vielen Jahren eine Promotionsarbeit geschrieben und fand heraus, dass das menschliche Bindegewebe, und das Bindegewebe in uns ist eigentlich der Raum, der zwischen den Zellen ist. Also das Herz ist eingebettet ins Bindegewebe. Die Niere ist eingebettet ins Bindegewebe. Das Gehirn, die Leber, all unsere Organe sind eingebettet. Und dieses System des Bindegewebes, Pischinger spricht von dem Matrixraum, diesem Pischinger Raum, dort läuft alles durch. Jeder Nerv, jede Arterie, jedes Gefäß, was das Blut in den Körper bringt, jede Vene, die es wieder zurückführt, jede Nervenleitbahn, jedes Lymphleitbahn läuft durchs Bindegewebe. Und er fand heraus, dass von diesem Bindegewebe an die Oberfläche ständig kleine Nervenbahnen laufen, die ganz gezielt
aufeinander abgestimmt sind. Und er hat damit das, was wir heute sehr, sehr leichtfertig meinen, dass Akupunktur vielleicht nicht ihre Anerkennung gefunden hat über viele Jahrzehnte und Gottlob, ja, jetzt endlich. Er konnte damals nachweisen, was passiert, wenn Sie diese Nadel genau an diese Nähe dieses Punktes einführen. Was stimulieren Sie? Das ist eine Information, die jetzt nicht nur auf den Punkt beschränkt ist, sondern ins System, ins Bindegewebe und damit generalisiert eine Signalgebung oder eine Informationskette aktiviert. Narben, tote Zähne, chronische Entzündungsherde, wie zum Beispiel die Nasennebenhöhlen, können Störfelder sein. Was ist denn ein Störfeld? Ein Störfeld ist ein Prozess, der einen Meridianverlauf blockiert, aber die Erkrankung oder das Symptom ist fern jeglichem Störfeldes. Diese Narben haben einen Hautwiderstand und durch ein entsprechendes Gerät können wir diesen Hautwiderstand messen. Wenn dieser Hautwiderstand nicht dem der normalen Haut entspricht, das gibt das Gerät durch ein Signal an, dann identifiziert sich diese Narbe als Störfeld. Frauen zum Beispiel, die eine Sektio hatten, also einen Kaiserschnitt, und haben da noch eine Narbe, leiden sehr oft unter Rückenschmerzen. Die Unterspritzung dieser Narbe, die Entstörung dieser Narbe und damit die Herstellung wieder des Energieflusses löst die Rückenschmerzen. Wir haben Patientinnen, die regelmäßig kommen, auch andere, die einfach immer dann genau wissen, wenn der Rückenschmerz sich wieder aufbaut, ist vielleicht meine Narbe auch wieder gestört. Es gibt Narben, die können wir nur einmal infiltrieren oder infiltrieren wir einmal und immer wenn wir sie nachmessen, diese Narbe reguliert. Ich erlebe es aber ganz oft und in der Überzahl, dass Narben immer wieder diese Entstörung benötigen. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die, um Gottes Willen, die mit einer, sage ich mal, einer Injektion in die Narbe sich überhaupt nicht anfreunden können. Obwohl ich Ihnen sagen muss, das ist eine sehr, sehr, sehr sanfte Injektion. Man bedient sich hier des Prokains. Es ist ein Heilanästhetikum. Prokain 0,5 oder 1%. Es wird so in der Medizin verwendet. Wenn Sie zum Beispiel einen Zahn jetzt behandeln, dann wird man vorübergehend Prokain oder Lidocain gespritzt. Aber diese anästhetische Wirkung nutzt man nicht. Immer dann, wenn man Prokain in ein Störfeld infiltriert, wird eigentlich nur dieser energetische Kontakt für die Zelle wiederhergestellt. Die Informationsübertragung kann mit dem Zellmembranpotenzial Kontakt nehmen und damit ist die Regulation, die energetische Informationsübertragung wieder geschlossen. Dieses Prokain, wie gesagt, wird subkutan unter die Narbe gespritzt. Man kann sich auch, sage ich mal, Lidocain oder andere Anästhetika dann, Mebivacain zum Beispiel ist auch ein sehr hervorragendes Anästhetikum bedienen. Und man hat mit allein diesen Dingen eine unglaubliche Verbesserung der Regulationsleistung. Das ist, wenn Menschen viele Narben haben, manchmal gar nicht so einfach, weil man muss sie identifizieren und man muss diese Narben behandeln. Ich habe im Laufe dieser fast 30 Jahre richtig kleine Wunder erlebt. Und ich denke, dass es auch eine Fürsorge ist von uns Ärzten, Menschen aufgrund ihrer teilweise postoperativen Zustände bitte immer auch auf Narbenstörfelder zu untersuchen. Und wenn Sie das nicht untersuchen können,
dann bitte aber unbedingt die Empfehlung zu geben, dass Narben auch behandelt bleiben möchten. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man eine Trockenbürste hat und diese Narben in das tägliche Trockenbürsten, und ich hoffe, dass Sie das tun, weil Sie damit natürlich die Mikrozirkulation, die Durchblutung unserer kleinsten Gefäßchen aktivieren. Und die kleinen Gefäße setzen am Muskel an, am Herzen, an den Nieren, am Bindegewebe, überall. Die versorgen uns mit Sauerstoff. Das heißt, dieses Trockenbürsten morgens immer in einem kräftigen Druck nach oben und in einem leichten Druck nach unten würde bedeuten, dass man sich so wirklich 3, 4 bis 5 Minuten mal richtig morgens, nachdem man gut getrunken hat, stimuliert und dann unter die Dusche geht. Aber in dieses Trockenbürsten binden Sie bitte Ihre Narben mit ein. Stimulieren Sie immer wieder diese Narben. Ob das die Blinddarmnarbe ist. Wir haben übrigens alle eine Narbe, das ist unser Nabel. Und ob das die Hernien, also Leistenbruchnarben sind, Schulternarben, Rückennarben, Zustand nach Basaliomentfernung, manchmal kleine Narben, und es ist hochinteressant, wie manche sagen, oh, das habe ich vergessen Ihnen zu sagen, und dann war es die Narbe am linken Sprunggelenk. Und auf einmal beginnt sich ganz leise, achten Sie darauf, etwas zu verändern. Wir kennen in der Neuraltherapie das Sekundenphänomen nach Honecke. Das heißt, wenn etwas chronisch schmerzhaft war, eine Befindlichkeitsstörung oder auch ein wirklich schlagfertiges Symptom durch eine Störfeldausschaltung gänzlich nicht mehr Therapie notwendig ist. Und innerhalb kurzer Zeit nach der Injektion spricht man von diesem Sekundenphänomen nach Honecke. Ich durfte das mehrere Male schon erleben und bin deshalb so hinterher, Narben anzugucken und sie auch im Rahmen einer Behandlung immer wieder im Blick zu haben. Gerade jetzt habe ich eine Patientin, die über doch nachlassende Leistungskraft ihrer Gedächtnisleistung leidet, aber auch immer wieder auffällig wurde, dass die Nieren in ihrer Ausscheidungsfähigkeit immer wieder zu kränkeln scheinen. Und sie hat eine ganz große Narbe, der ganze Kopf wurde aufgeklappt durch einen Unfall, die wirklich wie so ein Triangel über den gesamten Kopf geht und die einfach wie als wenn das Licht auf einmal reingezogen wurde, reagierte, als nur die Narbe unterspritzt wurde. Wenn Sie diese Narbe in das tägliche Trockenbürsten mit integrieren, machen Sie eine Narbensalbe rauf, die elektrolythaltig ist. Da gibt es verschiedene. Ich benutze die Ionensalbe, in Deutschland erhältlich. Oder man kann das ganz sicher auch mit anderen Dingen tun. Aber wichtig ist, dass es Elektrolyte sind, dass die Zelle in ihrer Zellkommunikation morgen wieder dieses Signaltransportes fähig ist. Denken Sie an Narben, denken Sie bitte auch an Pockennarben. Hier verlaufen Meridiane, die über den Schulter-Nackenbereich gehen. Das ist einmal der sogenannte Lunge-Dickdarm-Meridian und der Herz-Dünndarm-Meridian. Letzterer korreliert mit dem Dünndarm, aber auch mit dem Herzen. Narben können solche oder solche Meridiane oder Funktionskreise blockieren, aber auch tote Zähne. Denken Sie bitte daran, dass ob Sie noch Weisheitszähne haben, ob Sie noch impaktierte Weisheitszähne haben, die liegen da trocken und gut und warm. Aber wenn Sie hier keine Beschwerden haben, aber dennoch auf einmal über Herzrhythmusstörungen klagen, bis hin vielleicht zu einem Vorhofflimmern, wenn Sie über Schulter-Nackenbeschwerden klagen und, denken Sie bitte auch bei einer Störung des Lunge-Dickdarms oder Herz-Dünndarm-Meridians an die Zähne und hier vor allen Dingen bitte die Weisheitszähne.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie genauso gute Erfahrungen in der Narbenbehandlung dann machen wie ich. Wir können das messen, das kann nicht jeder Kollege, aber alleine Narbenbehandlung zu tun wäre sehr wichtig. Wir können auch über den Infrarotlaser arbeiten und die Narben entstören. Es gibt verschiedene Techniken, die auch Kollegen praktizieren, um Narbenentstörungen durchzuführen. Ich weiß auch um die Möglichkeit in der Bioresonanztherapie. Ich wollte Ihnen damit einfach nur sagen, eine junge Frau schrieb, dass sie seit mehreren Jahren, ungefähr 3 bis 4, immer ein Problem hat der linken Hand. Sie selber ist Rechtshändlerin. Der Schmerz ist beim Gelenk beziehungsweise immer so an den Handwurzelknochen, je nach Bewegung oder in ruhiger Stellung. Die Schmerzen sind sporadisch, aber sie hat auch an der linken Hand über der Arterie durch einen Unfall vor 20 Jahren eine Narbe. Und Narben können jahrzehntelang kein Störfeld sein. Narben können zu einem Störfeld werden. Und dann wird es interessant. Und dann entsteht diese Regulationsblockade. Deshalb nehmen Sie Narben, auch wenn sie klein sind, auch wenn sie wirklich wunderschön aussehen, ernst. Schulterprobleme nach Bypass-Operationen. Natürlich sind es keine angenehmen Injektionen, aber sie bringen auf einmal eine Entspannung, eine Druckbewältigung rein, die ist unglaublich. Und wenn Sie den derzeitigen Erfolg vielleicht gar nicht so spüren, hat Ihr Körper es auf einmal anders, er hat es leichter und er kann Dinge jetzt wieder übernehmen und damit auch die Energieübertragung viel leichter und einfacher vollziehen, als Sie glauben und damit vielleicht auch etwas bearbeiten, was Sie heute noch gar nicht so stark symptomatisch empfinden. Narben zu sehen, nach Narben zu fahnden, Narben auch ernst zu nehmen, das ist schon eine sehr wichtige Aufgabe. Es gibt sehr viele Menschen mit chronischen Beschwerden, die Sie nicht mit Narben in Verbindung bringen. Und ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch seelische Narben gibt, die man natürlich nicht jetzt mit Neuraltherapie bearbeiten kann, aber vielleicht mit Geranium, denn Geranium ist das große Schockmittel, das auch mal so ein Trauma auflösen kann. Oder mit Arnika, wenn es um eine Stoß oder eine Schwellung gibt oder einen Bluterguss, dann können Sie damit Arnika sehr schnell regulieren. Bei Insektenstichen bitte mit Ledum. Bei Verbrennungen mit Hypericum, mit Johanniskraut. Oder auch Ledum bei allen Zeckenstichen. Geben Sie Ledum C30, wenn die Zecke schon gebissen hat, entfernen Sie sie recht schnell, weil die Spirocheten leben hinten im Darm. Die Zecke sollte also nicht wirklich stark sein. Und wenn Sie sie dann ausdrehen, sollten Sie sie nicht drücken, sondern einfach mit der Rasierklinge cutten. Es geht vom Kopf keine Gefährlichkeit aus. Aber geben Sie Ledum C30 über die nächsten 3-4 Tage 3x3 bis 5 Globuli. Ich habe die Entwicklung zu einer sogenannten Borreliose eigentlich nicht erlebt, wenn man sofort die Immunleistung im Blick hat und die aktiviert, damit dieser Eindringling eigentlich nichts tun kann. Das ist der kleine Ausflug jetzt, weil wir über Narben sprechen, denn es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wo Narben uns eigentlich unser Leben lang immer wieder vielleicht auch an etwas erinnern, was schon viele, viele Jahre später oder Jahre früher aufgetreten ist. Große Sorgen macht mir eigentlich auch die
Belastung von den jungen Menschen mit den ganzen Piercings. Natürlich sind das Narben auch, die bleiben. Oder auch die ganzen Tattoos. Und es wird nochmal vielleicht auch notwendig sein, hierüber eine Sendung zu machen. Was steckt eigentlich in den Tattoos? Was steckt in diesen Farbstoffen? Wo reichern sie sich an? Und was können sie langfristig dann an Spätfolgen auch auf gesundheitlicher Ebene provozieren? Aber ich will nicht weiter ausschleifen. Ich will zum Ende kommen und Sie eigentlich nur etwas Ihnen bewusst machen, dass man auch den Körper verstehen muss, wenn er in seiner Regulationsfähigkeit blockiert ist, dann kann er auch die Funktion nicht so aufrechterhalten, wie er es gern würde. Und unser Körper kann auf alles eigentlich von außen, ich will nicht sagen, er kann das verzichten. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass wir gesundes Wasser trinken, dass wir gesunde Luft atmen, dass wir das, was wir essen, schon bewusst essen und ihn nicht mit Dingen kumulieren, mit denen er gar nichts beginnen kann, dass es hochwertig ist. Es ist ganz wichtig, dass wir genug schlafen und eine gute Lebenshygiene und auch einen gesunden Lebensstil leben. Aber alles andere macht er wirklich allein. Und er hat jeden Tag nur ein Ziel, die Balance und den Ausgleich zu schaffen. Und tut es mit einem Optimum an Kraft. Nicht überdimensional. Er wird nur das tun, was er benötigt und setzt seine Prioritäten selbst. Und Narben können ihn unbewusst auf diesem Weg in eine Bedrängnis bringen, weil er diese Aufgaben dann nicht in der gleichen Weise für uns vollziehen kann. Deshalb sollten Sie immer wieder auch den Blick auf die Narben haben. Kollegen, die neuraltherapeutisch auf dem Weg sind, denen ist das Thema ganz bekannt. Es gibt die Gesellschaft für Neuraltherapie sowohl in der Schweiz als auch in Österreich und Deutschland. Und wenn Sie einen Kollegen diesbezüglich kontaktieren, dann ist das der erste Ansprechpartner. Aber es gibt ganz viele auch offene und wissende Hausärzte, die sich mit dieser Frage bereits beschäftigt haben und dann ihren eigenen Weg auch gefunden haben. Wie können sie diese Narben entstören? Aber die Narben zu pflegen und zunächst erst einmal sich auch dessen bewusst zu sein, war jetzt mein Anliegen. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen von Herzen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich wirklich schon jetzt auf den nächsten Sonntag und all Ihre wirklich interessanten Zuschriften. Ganz herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.